Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil in Sachen VCM-Scanner. Der VCM-Scanner kommt ja aus dem Hause HP Tuners und ihr habt, wie ich ja bereits in anderen Videos schon erwähnt und so ein bisschen erklärt habe, mehrere Teile, die sozusagen zu dieser HP Tuner Suite gehören. Ihr habt sowohl einmal das Gerät, welches ihr nutzen könnt, um euch mit eurem Fahrzeug zu verbinden, und ihr habt die Software, über die ihr sozusagen eure Veränderungen machen könnt an der Motor- und Getriebesteuersoftware, und ihr habt eben hier dieses Logging-Tool, was es euch dann ermöglicht, dass ihr aufgezeichnete Fahrzeugzustände immer wiedergeben könnt und Fahrsituationen eben dediziert und gezielt analysieren könnt. Heute möchte ich euch jetzt zeigen, wie so ein Log-Abspielen einmal aussieht. Das letzte Mal oder im ersten Teil hatte ich ja so ein bisschen was zur Oberfläche gesagt, und jetzt laden wir einfach mal so eine entsprechende Logdatei. Das können wir hier oben über das Menü machen und dann hier sozusagen eine neue Logdatei laden über Open Log File. Da suche ich jetzt eine aus und lade die einmal für euch. So, jetzt habe ich die Logdatei einmal geladen und wir sehen sofort, die Oberfläche hat sich verändert. Hier oben sind andere Icons auf einmal aktiviert bzw. deaktiviert worden. Ihr könnt jetzt also nicht mehr aufnehmen, könnt euch auch nicht mehr auf euer Fahrzeug verbinden, habt aber jetzt dafür eben die Möglichkeit, diese Informationen wiederzugeben, also diesen aufgezeichneten Stand. Ihr habt eben die verschiedenen Graphen jetzt schon befüllt. Hier unten, ganz wichtig, ist sozusagen die Zeitachse. Das ist hier hinten vom Startpunkt bis zum Endepunkt eben sozusagen eure Achse, auf der ihr euch bewegen könnt, über eure Aufzeichnungsdaten hinweg. Wenn ihr so eine Analyse macht, würde ich euch immer empfehlen, die entsprechenden Bereiche relativ langsam abspielen zu lassen, da ihr dann die wirklichen Werteveränderungen besser seht, als wenn ihr das mit normaler oder schnellerer Geschwindigkeit macht, denn dann sind die Wechsel so schnell oder so sensibel, dass ihr diese Informationen gar nicht richtig auswerten könnt. Außerdem würde ich auch immer empfehlen, dass bei Werten, die euch wirklich interessieren, ihr immer solche Steuertabellen euch aufbaut, um dann eben diese entsprechenden Werte euch auch anzeigen lassen zu können. Jetzt werde ich das einmal abspielen, dass ihr mal seht, wie verhält sich das Tool dann. Wir haben jetzt also hier die Motordrehzahl zum Beispiel, dann haben wir eine Luftmengen, also beziehungsweise Luft-Benzin-Gemisch, Verhältnismenge, die hier aktuell vorliegt bzw. angefordert wird. Das heißt also, das ist das, was aktuell das Motorsteuergerät sagt, was das Fahrzeug erreichen sollte. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, denn die Lambda-Sonden, die im Fahrzeug verbaut sind, sind keine Breitband-Lambda-Sonden und können dementsprechend gar nicht so genau auf so einen Wert kommen. Deswegen müsst ihr auch eben, wenn ihr so ein Fahrzeug abstimmt, immer mit einer Breitband-Lambda-Sonde arbeiten, um wirklich euer Setup auch entsprechend richtig zu adaptieren und richtig aufzusetzen, denn mit den fahrzeuginternen Sonden kann man das nicht machen. Die stellen nur fest, ist es zu fett oder ist es zu mager, und das auch relativ ungenau. Das nächste, was wir jetzt hier sehen, sind eben verschiedene Sensorwerte, die ich jetzt in der Logdatei abgegriffen habe. Wie gesagt, das ist immer unterschiedlich von dem, was ihr definiert, was ihr hier seht. Und dann haben wir auch die verschiedenen Tabellen eben, die wir definiert haben. Wenn wir jetzt hier Tabellen definiert haben, wo wir keine Sensorwerte dafür haben, dann springt zwar eben dieser Zellenindikator, wo wir uns gerade befinden, aber wir sehen eben keine Werte. Das ist aus einem anderen Layout bzw. aus einem anderen Setup. Das habe ich jetzt in der Logdatei, sind diese Werte nicht erfasst worden. Dann haben wir hier zum Beispiel den Short-Term Fuel Trim. Das bedeutet also, in welchem Bereich muss er oder nimmt das Fahrzeug aktuell Sprit weg und in welchem Bereich fügt es wiederum hinzu. Wie wir jetzt hier sehen, sowohl Short-Term als auch Long-Term ist es so, dass das Fahrzeug immer Sprit wegnimmt. Liegt aber auch daran, dass ich, wie gesagt, für das Auslesen der Log-Informationen oder für das Fehlerfinden immer die Adaption deaktiviere. Deswegen ist er halt meistens nicht 100%, wenn ihr das Fahrzeug einstimmt. So ein bisschen off ist ja immer, ist ja davon abhängig, wie viel Luftfeuchtigkeit ist da, wie ist die Außentemperatur und so weiter. Das heißt, das schwankt ja dann auch von Tag zu Tag. Das heißt, das ist dann schon okay, wenn hier eben nicht überall 0 steht, sondern Abweichungen da sind. Zu groß sollten die Abweichungen natürlich auch nicht sein. Aber ja, das ist jetzt mal zu vernachlässigen. Das nächste, was wir hier haben, ist sozusagen die Spark Advance Tabelle. Die zeigt jetzt an, wie viel Zündung wird gerade gefahren. Hier kann man sich jetzt auch anzeigen lassen, was man eben gerne möchte, wie oft so eine Zelle besucht wurde oder eben was der Durchschnittswert ist. Ihr könnt euch auch einzelne Werte anzeigen lassen, Min, Max.
kann man alles eben mit diesen Funktionen hier definieren. Und hier unten haben wir dann auch nochmal die einzelnen Sensorwerte eben im Detail. Problem war ja bei mir, wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, dass eben durch die ganzen Modifikationen am Motor und um den Motor herum der Leerlauf sehr unruhig wurde. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier unten dann auch, dass er eben je nach Phase, in der er sich befindet, wichtig ist auch immer zu erwähnen, dass jetzt hier eine Kaltstartphase ist. Da ist der Motor sozusagen am anfälligsten, weil hier sozusagen die ganzen Flüssigkeiten noch nicht auf Betriebstemperatur sind. Und da muss er am ehesten noch kämpfen. Und da sieht man jetzt schon, wie er jetzt hier in so Phasen kommt, wo er eben überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll und unheimlich adaptiert. Das heißt, wir gehen jetzt also hier von 0 Grad bis hoch bis zu 20 Grad. Ja? Und das ist einfach eine viel zu große Schwankung. Man sieht das auch hier, wie er sozusagen am Sägen ist. Ne? Also eigentlich würde laut Motorsteuergerät er aktuell bei ca. 900 Umdrehungen pro Minute laufen sollen. Er schwankt aber hier jetzt eben extrem zwischen knapp 820 und so 980 und das variiert auch immer. Und gerade dieses Sägen ist dann eben auch immer ein Indiz dafür, dass euer Setup nicht passt. Das heißt also, die Werte, die ihr in den Tabellen im Motorsteuergerät hinterlegt habt, die kann das Fahrzeug sozusagen nicht erreichen. Versucht das dann in gewissen Grenzbereichen zu kompensieren, indem es andere Werte anpasst. Das gelingt manchmal, aber auch nicht immer. Und besonders schwierig ist es dann halt, wenn diese Tabellen, in denen ihr sozusagen versucht zu korrigieren, auch falsche Werte enthalten oder halt die Werte inhaltlich nicht zusammenpassen. Dann ist eben das Ergebnis, dass das Fahrzeug sich so merkwürdig verhält und unrund läuft. Und deswegen ist es auch, wenn ihr so eine Untersuchung macht, also wie jetzt hier zum Beispiel, wenn es um den Leerlauf geht, ist es immer ratsam, dass ihr euch hier Tabellen im Logging aufbaut, die das widerspiegeln, was ihr in eurer Motorsteuersoftware haben. Also hier zum Beispiel hat mich eben die Zündung interessiert. Fährt das Fahrzeug die Zündung, die ich eigentlich commanded habe, über die Motorsteuersoftware oder nicht? Und habe mir eben dann entsprechend eine Motorsteuertabelle nachgebaut. Wenn wir jetzt hier in dem VCM-Editor gucken, dann gibt es eben eine Tabelle, die definiert, was sozusagen die Standardzündung sein soll, anhand der Motordrehzahl und der Spark Air Maß. Das habe ich dann hier nachgebaut und habe dann eben so verglichen, wo bin ich sozusagen hier von dem, was ich dem Fahrzeug eigentlich vorgebe, nachher in der Realität während des Laufes und habe dann so festgestellt, okay, in den meisten Fällen ist es so, dass er sozusagen mehr Zündung fährt als eigentlich angegeben oder eben teilweise auch ganz schön runterregelt und habe dann angefangen, anhand dieser Informationen meine Luftmenge anzupassen, meine Adaptionstabellen anzupassen, all das, was ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt habe. Es gibt ja wiederum hier dann auch Adaptionstabellen, wo man einstellen kann, wie viel soll das Auto selbstständig adaptieren, wenn aus irgendeinem Grund sozusagen die eigentlich angegebenen Werte nicht erreicht werden. Und so kann man eben Schritt für Schritt eine Änderung machen, das Ganze wieder loggen, vergleichen, erste Datei zur zweiten Datei, wird es besser, wird es schlechter und im Idealfall kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man es geschafft hat, dass das Fahrzeug aufhört, sich sozusagen selber das Leben schwer zu machen. Selber das Leben schwer machen heißt, das Fahrzeug hört auf zu adaptieren, also zumindest so stark zu adaptieren. Ein bisschen Adaption ist natürlich immer okay, aber es sollte nicht so stark adaptieren, denn diese starke Adaption führt immer dazu, dass er sozusagen over- bzw. undershootet. Das heißt also, er macht irgendeine Korrektur zu viel, muss dann wieder eine andere Gegenkorrektur machen und so ist das immer so eine Pendelbewegung, die aber nicht auf den Nullpunkt hinausläuft. Und da muss man eben schauen, dass man das ein bisschen eingrenzt und eben Schritt für Schritt über das Anpassen der Werte auch wieder in einen richtigen Bereich kommt. Jetzt zeige ich euch mal noch eine zweite Datei, nachdem ich eben einige Anpassungen vorgenommen habe, gerade in Bezug auf die Luftmenge und auf das Adaptionsverhalten, wie das dann aussieht. Wie gesagt, wir behalten jetzt mal im Hinterkopf, dass wir hier ja teilweise Adaptionen von bis zu 20 Grad hatten. Ich öffne jetzt einmal die andere Datei. So, jetzt habe ich einmal die andere Datei geöffnet und wir sehen jetzt hier auf den ersten Blick schon mal, okay, die Durchschnittswerte sind deutlich näher beisammen und lange nicht mehr so verstreut und abweichend wie vorher. Jetzt lassen wir die Datei einmal ablaufen und schauen uns auch an. Hier jetzt am Anfang zum Beispiel ist das Auto noch nicht gestartet, alles steht auf 0. Dann kommt die Startphase und dann fängt das Auto sozusagen an, auch Werte zu liefern. Ich gehe jetzt hier nochmal auf 1 hoch. Zack, jetzt haben wir sozusagen gestartet.
das Auto läuft und wir sehen hier oben sozusagen die Startdrehzahl, wenn der Motor wirklich kalt gestartet wurde und wie die dann eben auch relativ schnell wieder abfällt. Auch das können wir jetzt ja nochmal uns hier im Editor angucken. Hier steht ja auch nochmal die Steuertabelle, wo sozusagen gesagt wird, wo startet das Auto im Leerlauf, und da sind wir hier eben bei 1100. Das kann natürlich, wie gesagt, je nach Außentemperatur dann auch immer noch mal ein bisschen höher sein, was ja dann hier auch der Fall war, dass er da ein bisschen höher war am Anfang, gerade auch beim Starten, wenn der crankt, also wenn sozusagen der Anlasser läuft, dann ist er halt am Anfang mal kurz ein bisschen schneller, aber ansonsten sieht man jetzt gleich, versucht er eben das zu erreichen, beziehungsweise hält sich an die Vorgaben, die wir ihm hier drüben gemacht haben. Das heißt also hier von Öltemperatur, von Motoröl, Kühltemperatur, wo er da landen soll. Im Idealfall am Anfang eben zwischen 1100 und 900 Umdrehungen und später dann eben sowas zwischen 880 und 875. Und jetzt schauen wir mal, wo hängt er jetzt hier? Jetzt versucht er eben gerade sich langsam diesen 875 zu nähern und die dann eben auch zu halten. Und was wir jetzt auch hier schön sehen, ist im Vergleich zu der ersten Datei, dass er eben bei weitem nicht mehr so stark adaptiert wie zuvor. Ja? Er macht zwar noch eine Adaption, aber das ist jetzt im Bereich von, ja, also ich sag mal bis zu 6 Grad oder so. Ne? Man darf nicht vergessen, das wird man jetzt nicht butterweich bekommen. Da ist eine scharfe Nockenwelle drin gewesen und die hat einfach gewisse unrundes Laufverhalten. Aber dennoch ist das im Vergleich zu der ersten Logdatei deutlich, deutlich besser geworden, was wir eben sowohl hier am Adaptionsverhalten sehen, als auch hier am Adaptionsverhalten. Hier habe ich auch zusätzlich einmal sozusagen noch die Adaption einblenden lassen. Das heißt, ich habe mir also eine Berechnung aufgemacht, was ich ja auch erwähnt hatte. Man kann auch Berechnungen durchführen und dann eben sagen, was er sozusagen anzeigen soll. Es gibt hier auch eine sozusagen Vorberechnungsergebnisinformation, das nennt sich dann Idle Adapt. Und da sieht man einfach, wie viel Adaption macht er gerade in Bezug auf den Leerlauf, und da sieht man, das sind relativ kleine Adaptionsschritte. Hier oben, das ist dann wieder Bereich aus dem normalen Fahrverhalten, weil ich später auch hier noch unten, wenn man das sehen kann, eine gewisse Zeit lang das Auto gefahren habe, also auch über die verschiedenen Gänge geschaltet habe. Da ist dann die Adaption höher, aber hier im Leerlaufbereich sind wir also fast schon perfekt, weil er kaum adaptiert. Das heißt also, das, was wir in den Steuergerättabellen eingestellt haben, kann das Fahrzeug selbstständig erreichen und muss hier auch nicht zu stark nachregeln. Das ist eigentlich immer der Idealzustand, den man haben möchte, dass das, was in den Steuertabellen steht, auch erreicht werden kann vom Fahrzeug. Denn nur dann muss das Fahrzeug nicht adaptieren und nur dann tut es auch das, was ihr eigentlich wolltet, sofern das, was ihr dem Fahrzeug gesagt habt, was ihr möchtet, sinnvoll ist. Wenn ihr dem natürlich Quatsch mitteilt, wird das wahrscheinlich den Quatsch auch machen, aber ist dann nicht so sinnvoll. Genau. Und was halt auch noch interessant ist, also für euch jetzt als Information, wie das Tool funktioniert, ist, dass ihr eben hier unten auch in der Zeitleiste euch frei bewegen könnt. Also ihr könnt hier also auch an gewisse Stellen fahren und dann eben schauen, was ist an dieser speziellen Stelle gewesen. Hier dann auch wieder die Wiedergabegeschwindigkeit oder auch die Wiedergabe starten, wieder pausieren. Hier zum Beispiel sehen wir, befinden wir uns in der normalen Fahrt und hier bin ich jetzt im 3. Gang bei 2200 Umdrehungen. Und das Fahrzeug fährt 36 km/h, also Cruise-Betrieb. Und da sieht man, da hat er jetzt hier gerade so im Durchschnitt also in der Zelle von der Tabelle ist er im Schnitt, sage ich mal, bei minus 6 Grad. Wie gesagt, diese Informationen während des Fahrbetriebs sind eigentlich nicht so relevant. Die Informationen für den Fahrbetrieb nimmt man dann eher mit einer Breitband-Lambda-Sonde ab und schaut, dass das Benzin-Luft-Gemisch stimmt. Ob da jetzt hier noch viel adaptiert wird oder nicht, ist dann während dem Fahrzustand eigentlich relativ egal. Wichtig ist eben die Adaption im Leerlauf, dass er euch da nicht absäuft und dort auch die Möglichkeit besteht, problemlos bei einem Automatikgetriebe jetzt zum Beispiel zwischen den verschiedenen Fahrmodi zu wechseln. Wenn hier halt zu viel adaptiert wird, kann es sein, dass das Fahrzeug in den Zustand kommt, wo der Motor ausgeht, und das möchte man natürlich nicht. Genau, jetzt habt ihr also wie gesagt auch mal gesehen, wie das denn aussieht in dem Tool, wenn ihr so eine Live-Log-Datei euch anseht. Wie gesagt, ihr könnt hier die Layouts entsprechend selber und frei konfigurieren. Ihr könnt hier auch mathematische Funktionen einbauen oder Berechnungen. Es gibt auch gewisse Berechnungen, die das Steuergerät schon vorgibt, wie zum Beispiel eben die Adaptionsinformation in Bezug auf die Zündung.
Ihr könnt euch aber auch eigene mathematische Funktionen anlegen, wie zum Beispiel hier jetzt die Differenz des Leerlaufs. Da könnt ihr dann eine eigene mathematische Funktion hinterlegen. So, und in Bezug auf die mathematischen Funktionen mache ich jetzt auch mal ein Beispiel. Und zwar habe ich ja hier einmal eine Tabelle, die sozusagen anzeigt, wie groß ist der Unterschied zwischen den wirklichen also zwischen der wirklichen Motordrehzahl und zwischen dem, was laut Steuergerät eigentlich anliegen sollte. Dafür können wir hier im Layout einmal einen richtigen Namen vergeben. Ich nenne das Ganze jetzt mal RPMDiff SAE. Das nenne ich deshalb so, da ich hier eine entsprechend lautende mathematische Funktion hinterlegt habe. Und die zeigt mir letztendlich einfach nur den Unterschied an zwischen der wirklichen Motordrehzahl und dem, was ich laut Steuergerät eigentlich haben sollte. Und wie wir jetzt hier sehen können, in der ersten Logdatei sind die Durchschnittswerte im Bereich von, ja, wo liegen wir hier, 18 bis über 1000 Abweichungen in Sachen Leerlauf. Und jetzt vergleichen wir das Ganze einmal mit der zweiten Logdatei. Das mache ich jetzt deswegen, um euch zu zeigen, dass diese mathematischen Funktionen auch sehr genau sind in Bezug auf die Parameter. Damit möchte ich sagen, jetzt hier bei der ersten Logdatei habe ich einen Engine RPM SAE Parameter und einen Idle Desired RPM Parameter miteinander verglichen. Das können wir hier oben unter mathematischen Funktionen uns auch einmal anschauen. Hier haben wir also zwei Variablen. In den eckigen Klammern steht sozusagen die Information, um welche Variable es sich handelt. Dann kommt der Operator, in dem Fall ist es ein einfacher Minusoperator, und dann kommt die zweite Variable. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, können wir das, wie wir das gewohnt sind, eben hier Parameter auswählen. Hier haben wir verschiedenste Parameter, können diese auch filtern und finden dann eben den gewünschten Parameter. Wichtig ist, wie gesagt, dass die tatsächlich übereinstimmen. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn ich die gleiche mathematische Funktion, die ja hier wunderbar funktioniert, auf die andere Logdatei anwende, wie das dann aussieht. So, jetzt habe ich die andere Logdatei einmal geladen und jetzt sehen wir hier auf einmal, die Spark Advanced Tabelle ist zwar voll, aber unser RPMDiff, der ist komischerweise leer. Jetzt haben wir ja die mathematische Funktion definiert. Wieso funktioniert das nicht? Wenn wir jetzt hier drüben auf die Liste gucken der abgegriffenen Parameter, dann sehen wir, dass wir jetzt hier ein anderes Parameterset haben und zum Beispiel keinen Engine RPM SAE Parameter. Bedeutet für unsere mathematische Funktion, die ja letztendlich inhaltlich auf den gleichen Parameter, also die Motordrehzahl schaut, aber eben ein anderer Parameter wert. Es gibt ja, wie gesagt, mehrere Parameter, die auch das gleiche anzeigen. Das hatte ich auch in einem vorhergehenden Video schon mal erwähnt. Es gibt solche Standardparameter, die zum Beispiel jetzt auch beim TÜV genutzt werden, um zum Beispiel das Abgasverhalten zu messen. Und dann gibt es aber auch nochmal Werte, die sozusagen genauer sind, also sprich innerhalb von kürzeren Intervallen herausgegeben werden. Die sind dann aber fahrzeugspezifisch. Und deswegen habe ich jetzt hier mal für den zweiten Test ein anderes Sensor-Setup gewählt. Und dann zeige ich euch, wie wir jetzt für das Setup auch eine mathematische Funktion anlegen können. Die nennen wir jetzt nicht RPMDiff, also RPMDiff SAE, sondern einfach nur RPMDiff. Jetzt gehe ich her und hole mir eine neue Variable, und zwar genau die ich hier auch habe, die Engine RPM Variable, Engine RPM. Und jetzt fragt er mich, willst du vielleicht eine andere nutzen? Und dann sage ich nein, denn in dem Fall weiß ich, was ich tue. Ich möchte explizit diesen Parameter, denn wenn er mir jetzt einen anderen vorschlägt, ist zwar gut und schön, wenn ich den nicht erfasse, kann ich damit aber nicht rechnen. Deswegen in dem Fall ist es besser, wir machen das, was wir eigentlich wollten, und hören nicht auf den Vorschlag, den er uns hier gibt. Dann kommt unser Operator, wir holen uns die zweite Variable. In dem Fall ist das auch wieder dieses Idle Desired, wie im ersten Fall. Wir können jetzt hier mal filtern. Ich gebe mal Idle ein. Dann gebe ich Desired ein und dann sehe ich Idle Desired RPM und dann sehe ich hier unten, den Parameter logge ich auch mit, Idle Desired RPM, wunderbar, habe ich gemacht, Dezimalstellen brauche ich nicht, ist mir wurscht. Hier könntet ihr die Funktion noch speichern, wenn ihr wollt, dann könnt ihr die immer überall hin transportieren. Jetzt habe ich die definiert, jetzt gehe ich in mein Layout und sage hier, ich nehme nicht mehr meine mathematische Funktion RPMDiff SAE, sondern ich nehme RPMDiff und schwupps, haben wir hier auch auf einmal die Werte. Und
Genauso könnt ihr euch eben mathematische Funktionen anlegen, jede Menge Berechnungen durchführen und für euch die Analyse ein bisschen einfacher machen. Das jetzt nochmal so als zweiter Schritt für die Einführung in die Scanner-Suite von HP Tuner. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder wenn euch irgendwas speziell informiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann würde ich nochmal ein entsprechendes Video machen. Ansonsten denke ich, ist das für den groben Einstieg schon mal genug. Letzten Endes braucht man ja auch immer ein konkretes Beispiel, an dem man sich dann nachher entlanghangelt. Bei mir war es eben, wie gesagt, das Einstellen des Leerlaufverhaltens. Und ja, mit diesen Informationen sollte das euch dann eigentlich auch gelingen, eben in Kombination mit den anderen Videos, wo ich auch noch ein bisschen mehr zu der Motorsteuerungssoftware hier erklärt habe, welche Tabellen was grob tun und welche Veränderung wiederum was bewirkt. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao!